Handpans von guter Qualität verstimmen wirklich nicht schnell. Doch es gibt einige Sachen, die dazu führen, dass die Instrumente ihre Stimmung verlieren. Welche das sind und wie du deine Handpan stimmen lassen kannst, erfährst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und in diesem Video beantworte ich dir die Frage, wodurch verstimmen Handpans und wie kann man sie nachstimmen. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Genau wie jedes andere Instrument können sich auch Handpans verstimmen. Aber wenn du dein Instrument richtig behandelst und pflegst und zusätzlich immer sicher transportierst, dann kann die Stimmung mehrere Jahre halten. Trotzdem wird sich deine Handpan nach und nach verstimmen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Grund 1: Die Handpan verstimmt sich mit der Zeit von alleine. So wie sich jedes andere Instrument mit der Zeit ganz von allein verstimmt, so wird sich auch deine Handpan mit der Zeit verstimmen. Durch äußere Einflüsse wie Kälte, Wärme und die normalen Anschläge mit den Fingern beim Spielen kann der Stahl in geringem Maße seine Form verändern. Dadurch verstimmt sich deine Handpan aber nur sehr gering. Wenn du feststellst, dass alle Töne deiner Handpan nur bis zu einem gewissen Grund tiefer sind, dann ist das kein großes Problem und die Handpan klingt weiterhin noch gut, wenn du sie alleine spielst. Eine perfekte Stimmung von der Handpan ist nur notwendig, wenn sie mit anderen Instrumenten zusammengespielt wird. Wichtig ist, achte beim Kauf auf eine hochwertige Handpan. Günstige Handpans können nämlich schneller ihre Stimmung verlieren, während Handpans von höherer Qualität viele Jahre in ihrer Stimmung bleiben, bevor sie nachgestimmt werden müssen. Wenn sich deine Handpan mit der Zeit von alleine verstimmen sollte, bleibt sie jedoch meistens in sich stimmig, sodass du weiterhin alleine damit super spielen kannst. Grund 2: Die Handpan wird beschädigt. Eine Handpan wird sich auch verstimmen, wenn sie herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird. Das passiert leider immer wieder, wenn Menschen ihre Handpan nicht sicher lagern oder manchmal auch, wenn Haustiere das Instrument zum Beispiel vom Sofa schubsen. Beim Aufprall der Handpan auf den Boden reagiert ihr Material ähnlich wie auf einen Hammerschlag. Dabei verändert sich die Struktur eines Tonfeldes, was wiederum seine Stimmung verändert. Aber auch beim ungeschützten Transport ohne Handpan-Tasche kann das Instrument beschädigt werden und verstimmen. Bitte bedenke dabei, starke Beschädigungen einer Handpan sind teilweise irreparabel. Grund 3: Die Handpan wird falsch gespielt. Handpans können sich verstimmen, wenn sie zu hart oder mit Schlägeln gespielt werden. Deshalb solltest du genau aufpassen, wenn ungeübte Neulinge oder Kinder mit deiner Handpan spielen. Du glaubst vielleicht nicht, dass du die Handpan zu hart anschlagen kannst, da sie ja aus hartem Stahl besteht. Aber sie ist dennoch ein empfindliches Instrument. Deshalb ist es besser, wenn du anfängst, deine Handpan leise und vorsichtig spielst, um den dynamischen Bereich deiner Handpan erstmal kennenzulernen. Achte auch darauf, dass du deine Handpan nicht spielst, wenn sie zu heiß geworden ist. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn sie längere Zeit in der direkten Sonne lag. Das solltest du aber ohnehin versuchen zu vermeiden. Aber was machst du nun, wenn du die Vermutung hast, deine Handpan sei verstimmt? Oder wie bemerkst du überhaupt, dass sie verstimmt ist? Ob deine Handpan richtig gestimmt ist, kannst du mit einem ganz normalen Stimmgerät oder einer App für Smartphone grob überprüfen. Beachte dabei aber, dass eine Handpan noch nicht als verstimmt gilt, wenn der gemessene Wert innerhalb der Toleranzschwelle von 10 Cents liegt. Cents ist hier eine Maßeinheit für musikalische Intervalle und kein Geldbetrag. Allerdings zeigen normale Stimmgeräte nur den Grundton und nicht die Obertöne an. Nimm daher die Ergebnisse eines normalen Stimmgeräts bitte nur als grobe Richtwerte. Allerdings benötigst du auch nicht unbedingt ein Stimmgerät, denn eine gemessene Verstimmung ist nicht immer eine hörbare Verstimmung. Verlass dich also lieber ganz auf dein Gefühl und dein Gehör. Wenn die Handpan stark verstimmt ist, wirst du das hören. Solange eine Handpan noch in sich stimmig ist, also die einzelnen Tonfelder zueinander und miteinander noch schön klingen, muss die Handpan nicht unbedingt nachgestimmt werden.
Gestimmt werden sollte sie spätestens dann, wenn dich der Klang stört und du dich damit nicht mehr wohlfühlst. Wenn du aber mit anderen Instrumenten zusammenspielst und diese vollständig korrekt gestimmt sind, merkst du natürlich sofort, ob deine Handpan ihre Stimmung verloren hat. Beim gemeinsamen Spielen mit anderen ist daher eine korrekte Stimmung deiner Handpan wichtig. Wenn du der Meinung bist, deine Handpan müsste neu gestimmt werden, dann kontaktiere unbedingt HerstellerInnen oder HändlerInnen deiner Handpan. Sie können dir am besten helfen. Probiere auf keinen Fall aus, deine Handpan selbst zu stimmen. Am besten nimmst du ein Video auf, wie du jedes Tonfeld separat anspielst. Damit erhalten HerstellerInnen oder HändlerInnen einen ersten Eindruck vom Grad der Verstimmung und sie können feststellen, ob deine Handpan nachgestimmt werden muss oder eben noch nicht. Auch den Aufwand des Stimmens können sie mit Hilfe einer Aufnahme besser beurteilen. Beim Nachstimmen wird die Handpan dann, wie beim ersten Stimmen, mit Hammerschlägen gestimmt. Eine Handpan zu stimmen ist ein komplexer Prozess, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht oder klingt. Bei einer stark beschädigten Handpan kann sogar eine vollständige Neuformung eines Tonfelds erforderlich sein. In einigen Fällen sind Beschädigungen eines Instruments sogar gar nicht mehr mit einem vertretbaren Aufwand zu reparieren. Daher pass bitte wirklich immer gut auf dein Instrument auf. Um Kosten und Aufwand beim Nachstimmen zu verringern, kannst du versuchen, das Verstimmen der Handpan hinauszuzögern. Damit deine Handpan möglichst lange ihre Stimmung behält, beachte folgende Punkte. Erstens, passe immer gut auf deine Handpan auf, damit sie nicht irgendwie beschädigt wird. Zweitens, Kinder und AnfängerInnen, die deine Handpan ausprobieren möchten, solltest du immer einweisen und begleiten. Drittens, schütze deine Handpan beim Transport unbedingt mit einer Handpan-Tasche. Viertens, vermeide große Temperaturschwankungen und direktes Sonnenlicht. Fünftens, spiele nicht auf deiner Handpan, wenn sie zu heiß geworden ist, sondern warte, bis sie wieder eine normale Temperatur hat. Sechstens, spiele niemals mit Schlägeln auf deiner Handpan, außer du bist ein Profi und weißt ganz genau, was du tust. Siebtens, pflege deine Handpan und schütze sie vor Rost. Schaue auch mal auf dem Handpan-Portal in unseren Ratgeber zur Handpan-Pflege. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich habe zur Handpan-Pflege auch ein Video gemacht, das ich dir hier oben verlinke. Jetzt weißt du, wodurch eine Handpan verstimmen kann und wie du das möglichst lange hinauszögern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch Fragen zum Verstimmen und Nachstimmen von Handpans haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim Handpan-Spielen.